Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es mein absolutes Lieblings-Ciabatta mit in Öl eingelegten Tomaten. Super unkompliziert, super lecker, für jeden Anfänger geeignet und absolut nachbackenswert. Ich wünsche euch allen schon mal viel Spaß beim Nachbacken und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! 500 Gramm Mehl, 8 Gramm Salz, 1 Teelöffel Zucker, 7 Gramm Trockenhefe, 30 Milliliter Öl bzw. Olivenöl und 400 Milliliter lauwarmes Wasser mit den Knethaken eines Handmixers zu einem Teig verarbeiten. Dann 100 bis 120 Gramm in Öl eingelegte Tomaten klein schneiden und unterkneten. Wie man im Video gut erkennen kann, ist der Teig sehr klebrig und eher kleisterartig. Bitte kein zusätzliches Mehl hinzufügen, genau so muss er sein. Er wird später noch etwas fester. Den Teig dann zugedeckt 20 Minuten gehen lassen. (20 Minuten später kann man auch schon wunderbar erkennen, dass die Hefe am Arbeiten ist. Man kann zwar noch keine Blasen erkennen, aber der Teig hat sich schon sichtbar vergrößert. Ich werde meine Hände jetzt gut einölen und zwar nehme ich beim ersten Mal etwas mehr Öl und werde meinen Teig jetzt dehnen und falten und zwar von oben nach unten, von unten nach oben, von rechts nach links und von links nach rechts, also von jeder Seite einmal. Und lass ihn dann zugedeckt nochmal 20 Minuten gehen. So, die 20 Minuten sind vorbei und der Teig kann jetzt weiterverarbeitet werden. Und man kann auch schon ganz gut sehen, dass die Struktur des Teiges eine andere ist. Der Teig hat mehr Volumen bekommen, er wird locker, er wird fester, er ist jetzt eher Geleeartig und nicht mehr kleisterartig. Man kann auch schon die ersten Blasen im Teig erkennen. Ich werde ihn jetzt nochmal dehnen und falten und diesmal nehme ich nicht so viel Öl für meine Hände wie beim ersten Mal und dann lasse ich ihn weitere 20 Minuten gehen. Und dann falte ich ihn zum allerletzten Mal, genauso wie die ersten beiden Male und lasse ihn dann zugedeckt 1 Stunde gehen. Schaut euch diesen ganz tollen Hefeteig an. Er ist wunderbar aufgegangen, hat ganz viele Blasen gebildet. Ich werde jetzt ein Backblech mit Backpapier auslegen und das Backpapier dann auch ganz dick mit Mehl bestäuben. Ich werde den Teig nicht nochmal durchkneten. Ich möchte die Blasen, die er geworfen hat, nicht zerstören, sondern ihn so wie er ist aufs Backblech legen bzw. aufs Backpapier und ihn dann zu einem Ciabatta formen. Ich ziehe den Teig erst etwas lang und verbinde dann die beiden langen Seiten miteinander wie ein Reißverschluss. Und jetzt werde ich mein Ciabatta auch noch von oben mit etwas Mehl bestäuben und aus meinem Backpapier dann so eine Art Backform basteln. Und dann wird es im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 180 Grad Umluft 30 bis 40 Minuten gebacken. Die Backzeit hängt natürlich vom Backofen ab. Meins war zum Beispiel 32 Minuten im Ofen.
Ich lasse es erst abkühlen und schneide es dann für euch an. Ich möchte euch einmal zeigen, wie fantastisch dieses Ciabatta geworden ist. Man kann es natürlich auch mit Oliven backen. Es ist super lecker, passt zum Grillen oder zu Suppen und Salaten und Käseplatten und. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar da und abonniert auch meinen Kanal. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und sag auch schon mal Tschüss. Bis dann.